nein, da unten kommt auch durch. Ich habe gerade meine erste Panikattacke auf dem Kontinent Aasien gehabt. Das ist ein Wagen. Sicher? Ja, okay. Jetzt die 4. Wand und rede mit dem Publikum. Das ist neu. Ciao zusammen. Wir sind hier am Trinken. Was machen ihr? Wahrscheinlich auch trinken und einen hammergeilen Film schauen. Also, wir sind gerade angekommen. Gestern Tag in Japan. Es war ein Kampf. Wir hatten die ganze Zeit Sekundenschläfe. Ich bin mehrmals fast eingeschlafen, der Lukas musste weggehen. Aber ja, wir sind jetzt hier und in Kobe hat es fast keine Leute. Was mega überraschend ist. Haben alle Angst vor dem Riesenerdbeben gehört. Und jetzt sind wir auf dem Weg zum ersten Tempel. Wir sind jetzt in der ersten Schrein. Jetzt gibt es ja mit dem Surakuen-Garten. Und die ersten Schreine sind mega cool. Der erste hat mir am besten gefallen, muss ich sagen. Dort haben wir sogar, wie heißen die Frauen? Nico. Nico gesehen. Und Sakefässer. Es ist sehr schön. Und wir sind jetzt einfach im nächsten Garten. Schön alles, was wir anschauen. Jetzt gibt es noch Gambling. Gambling und dann gibt es fürs Frauenli noch eine Shopping-Tour in Heidi-Laden. Im offiziellen Heidi. Was ist das? Wir müssen dorthin, das ist das Geburtsrecht. So, schau jetzt, das da ist. Haben wir da mal kurz an den Rand gehen? Ja, Sven, bleib mal kurz stehen. Einfach.
tanzen. Jetzt nur da durch, ne? Das ist jetzt nur mehr. Ich habe gerade meine erste Panikattacke auf dem Kontinent Asien gehabt. Ja. Der Lukas sollte durchs Berggebiet laufen. Das ist eine fette Lüge. Weil der Lukas hat mir von diesen Bärenangriffen erzählt. Ich weiß nicht, ob ich das noch lustig finde. Und dann sind wir im grössten, ich habe mega gespuckt, sind wir im grössten Dschungelfilm in meinen Augen gesehen. Aber weißt du, aus irgendeinem Grund hättest du auch erfahren. Ich denke, wir müssen jetzt sterben. Ich finde es auch nicht mehr lustig. Weil dort hat es Ghetto gehabt und die sind so aufgerissen gewesen. Das ist jetzt ein gemütlicher Spaziergang durch die japanischen magischen Wälder. Und das sind 100% Tiere gewesen, die aufgerissen haben. Ja. Ich vermisse die Schweiz und andere. Aber wir haben es überlebt. Gehen wir ins Bändchen? Und wir sind jetzt in einem sehr schönen Tempel. Der ist riesig. Doch, es ist gerade so ein riesiger Sturm angefangen. Ich weiß nicht, ob man es hier sieht. Es ist gerade die ganze Zeit am Donnern und man hat das Gefühl, es fällt es dann gerade ab. Richtig Sturm. Jetzt sind wir am Flüchten von dem und hoffen, wir kommen noch rechtzeitig zurück, weil wir erst gerade auch schon die Erfahrung gemacht haben, dass wir mit einem Platzregen und einem Sturm gefangen werden kann. Und per Zufall haben wir das auch schon gestern auf dem Tempelgelände drauf gehabt. Ja, und jetzt wollen wir schauen, wie es weitergeht. Ja, gespannt.
was wir jetzt machen sind. Willkommen bei Punkt 12. Es ist nicht mal 12. Aber wir sind jetzt hier in Nara und wie ihr seht, haben wir hier Brelis. Das ist das neue Wort für... Nein, hört man mich überhaupt noch? Das ist das neue Wort für Reh. Das habe ich erfunden. Heute, am 12.07. Es besteht aus den Wörtern Bre für Bruder und Reh. Reh. Genau. Baby. Bambi. Und jetzt gehen wir noch einen von den grössten Tempel, buddhistischen Tempel anschauen, was es so gibt. Lukas hat gesagt, es ist besser als in Kyoto. Ich glaube ihm das mal. Was man hier auch sieht, sind Touristen, die einem abfacken. Zum Beispiel vis-à-vis von uns ist eine am TikTok-Fernsehen. Aber ja, die gibt es halt auch. Ja. Das ist gerade mein Senf dazu. Wir sind jetzt gerade in Koda. Das ist ein mega riesiges Dörfli. Also wir haben vielleicht auf dem ganzen Spaziergang, den wir jetzt gemacht haben, wie viele Leute haben wir gesehen? Fünf Leute. So ein verlassenes Fischerdörfli, wo auch ein bekannter Anime davon gedreht ist. Wir sind dann auf den Tempel gegangen und der war voller Publikum. Und der war schon sehr mystisch. Ich weiß nicht, was die Leute alle machen. Es sind alle in die Städte gezogen, es sind nur noch alte Leute irgendwie unterwegs. Wirklich nichts los, kein Laden, kein gar nicht offen. Aber es ist irgendwie so groß wie irgendwie ein Rheinach oder so, etwas von der Fläche haben.
sau riesig, aber da ist einfach nichts los. Wir haben gedacht, da ist jetzt noch sicher irgendetwas Kleines, was wir noch zusätzlich Ein machen. Laden oder irgendetwas, ein Kaffee, gar nicht. Eigentlich machen wir das ja immer erst, wenn wir schlafen. Aber was ist die Highlight heute gewesen? Ich glaube, das Essen. Das Essen? Das Essen ist schon hoch oben. Aber ich glaube, bei mir ist der Mann, der uns random den Sommerfestwagen gezeigt hat. Das war wirklich cool gewesen. Vor allem, ich habe ihn mir so angeschaut und dann hat er gesehen, wenn ich den Wagen anschaue, und dann hat er so «Gopo». Und er so «Hilfe, wir müssen uns jetzt abstellen». Anyway, wir sind hier und wir haben das alles für uns allein. Und wir haben eine alte Frau, die uns für uns kocht und die ist so Zucker. Die hat uns vom Bahnhof abgeholt. Und das Essen ist so gut. Es ist crazy. Puh. Okay, das ist mega unnatürlich gesehen. Nein, aber es ist mega cool hier. Das Einzige sind Beeren und Tsunamis. Aber beides gut nicht. Schau. Das stimmt, wir kommen nachher dann wieder auf die Hauptstrasse. Ja, so ist es. Schau, wir sind jetzt hier am Flüssli. Jetzt laufen wir hier durch den Wald, dann kommen wir oben zur Hauptstrasse und dann können wir weiter zu dieser Route. Es ist alles gut. Wir müssen nur offen zu dieser Strasse kommen. Sicher? Ja, ich habe gesehen. Bitte wird nie Influencer, das ist mega anstrengend. Oh, ich bin langsam alt. Okay, folgt mir. Das ist unsere Chill-Ecke.
Hier haben wir ein Sofa. Ich kann zwar schon sagen, hier haben wir einen Globus, aber es ist ein Ventilator. Oh. Das war keine Abbebung, das war Lukas. Wie heisst das? Was? Tatami-Boden. Das ist ein Tatami-Boden, das habe ich natürlich gewusst. Das macht man mega cool. Alter, Retro, Vintage. Geil, ist voll Abgang. Voll geil. Ich habe gedacht, das ist Abgang. Okay, folge mir weiter. Ich fühle mich wie in den Insta-Videos, was so heisst, ja, ich habe einen Rent von so und so viel. Da muss man Finken wechseln. Das mache ich jetzt ganz vorbildlich. Ist nicht so, als hätte ich es vorher die ganze Zeit vergessen. Da ist der Warze. Da. Komm bitte. Da. Mega cool. Du musst zuerst das WC aufladen. Und dann muss man es entladen. Und das so darüber spielen. Au. Retro. Oh, wo macht man das so? Danke. Ich habe genau gewusst im Kopf, dass du das machst, aber ich habe gedacht, so gottlos bist du nicht. Wenn man hier rausgeht, wir gehen jetzt nicht raus wegen der Bären oder dem Riesenfrosch, den wir vorher gesehen haben, der ist ohne Shit, der ist so groß gewesen. Haben wir eine japanische Dusche. Also man muss aus dem Gebäude zum duschen, aber wird halt eventuell von einem Bär, wie sieht sich das an? Bär angefallen. Hier haben wir viel zu lange Bar, Tisch, was auch immer das ist, Theke, zum zu zweit essen. Und jetzt kommen wir zum nächsten Teil, mehr oder weniger. Hier haben wir eine Waschmaschine, einen Kühlschrank. Früher war das Ganze vermutlich mal ein Restaurant, weil hier hat es irgendwie eine Küche wie Restaurant. Und zum Schluss hier schlafen wir. Wir haben Bett zusammengerückt. Genau. Das ist alles. Peace out, meine Freunde. Folge mir auf Insta. Irgendwas Jasmin, Ina. Ja, und jetzt sind wir hier unser gutes Getränk am Trinken. Ich habe zuerst gedacht, das ist Strong Zero, aber es ist Gin Tonic. Aber Brüstchen auf euch, die jetzt schon den Film schauen. Ich weiß nicht, wie viele Minuten sind wir schon drin? 20? 1,5 Minuten. Nein, ich meine im ganzen Film. Ich rede jetzt... Minute 5. Nein, ich meine im ganzen Film, wo du schneidest. Ich durchbrich jetzt die 4. Wand und rede mit dem Publikum. Das ist neu. Ciao zusammen. Wir sind hier am Trinken. Was machen die? Wahrscheinlich auch trinken und einen hammergeilen Film schauen.
Ah, schön, da sieht man Baustelle. Ah, das ist gut. Ja, gehen wir sonst doch hinten durch, wo alle können. Abschnitt durchbringen. Also, wir sind jetzt bei der Burg. Hier vorne sieht man dann gerade die Burg. Oh, man sieht den Baum. Und jetzt sieht man die Burg. Wowi! Und wir sind vorher richtig verreckt. Jetzt auch. Wir müssen heute noch waschen eigentlich. Aber wir genießen die Sonne. Ich bin gespannt, wie es wird. Ich habe etwa Hops gemacht. Ich gehe nicht hops. Ist das auch schon gesehen damals? Nein, ich meine während der Samurai-Zeit hat es das auch schon gegeben. Ja. Ist das auch wie nennt man das? Antik? Bekannt, dass sie da reinpflanzt. Das ist ja wirklich als Touri-Hotspot geschlachtet. Jetzt sehen wir den Lukas in seinem natürlichen Habitat, wie ich ihn jetzt seit 2 Monaten, bestimmt nicht seit einem Monat, die ganze Zeit sehe. Nämlich in dieser Pose. Ich nenne die Pose Fotobanane. Ich habe ganz viele Bilder von Lukas, wenn er so fotolt. Classic. Classic. Oder ich kann es Fotimündli nennen, das ist herzig und Bananen tun so böse. Hallo meine Freunde, ich muss euch noch kurz meine Erfahrung mit japanischen WCs teilen. Der Lukas war Zeuge. Habe ich es gut gemacht? Ganz gut, die ganze Decke hat es Ich bin aufs WC gegangen und dann schreit durch die Tür der Lukas, jetzt probier mal die Scheiss-Bidet-Funktion aus, weil ich mich die ganze Zeit geweigert habe. Und dann haben wir durch die Tür diskutiert und dann habe ich gefunden, okay, dann halt. Ich drücke drauf, das Bidet spritzt hinter meinem Rücken auf an die WC-Decke. Über die WC-Decke gefühlt drüber. Ich weiß nicht, wie das gegangen ist. Das hat so eine x/2 Kurve gemacht. Jedenfalls war der Boden nass, die Decke ist nass, die Tür ist nass, mein Rücken ist nass, meine Hosen nass, der Spiegel hinter mir ist nass. Ja, ich benutze es nicht mehr. Und wenn wir schon beim Thema WC sind, der Lukas geht jetzt aufs WC.
Also wir sind jetzt gerade in Miyajima gesehen und es ist sehr eindrücklich gesehen. Vor allem das Tori im Wasser hat mir mega fest gefallen. Es sind schon recht viele Leute dort gewesen, muss ich sagen. Wirklich sehr, sehr schön, immer dorthin zu gehen und vor allem auch mit der Reh und die ganze Atmosphäre mit dem Tempel, der da oben ist. Ich bin wirklich sehr gespannt, wie es nachher dann wird werden, weil wir gehen jetzt eben auf Hiroshima über und Ja, da bin ich auch gespannt. schauen jetzt einmal, wie das Ganze dort wird. Ja, ich freue mich. Es ist wirklich eine sehr schöne Stadt und ja, auch in den nächsten Tagen, wir haben einiges Cooles vor. Also vor allem fangen langsam die Sommerfeste an und ich bin wirklich gespannt, wie die dann werden. Ich freue mich auch, das sind dann die ersten, die ich sehe. Also wir sind jetzt in Magome, der Lukas geht jetzt gerade aufs WC und das ist unsere Aussicht. Geil schön! Und ja, wir laufen jetzt mal los und schauen, was uns Hilfe schlägt. Hast du noch etwas zu sagen? Nein. Guter Vlog gewesen. Die meiste Zeit sehe ich den Lukas wirklich einfach so. Nochmal als Beweis, ich habe das schon gesagt, bei der Burg in Nagoya. Bist du uns gerade am Melken? Ja, das ist schon sehr schön. Alles von Gio seine Tipps. Props gehen an Gio.
Hallo! Wir sind jetzt in Niigata angekommen. Es ist noch recht verschlafen. Also die Stadt, es ist nicht so viel los. Und wir werden morgen unseren ersten Tag hier in Murakami Ja, Murakami. starten. Das ist ein Dörfli, wo sie Fisch trocknen. Und ich bin mega gespannt, wie das wird. Ich habe das so noch nie gesehen. Wir gehen dann noch Sake trinken, eigentlich morgen Morgen. Und vor allem übermorgen bin ich gespannt, weil der Timon hat uns Aizu Wakamatsu heisst es, glaube ich, uns empfohlen. Und das soll eine mega schöne Stadt sein, wo sie noch so eine Burg haben und wirklich sehr, sehr schöne Natur und Tempel noch haben, die wirklich ein bisschen einzigartig werden sein. Ja, es wird sicher mega cool. So, hallo zusammen. Wir sind jetzt in Hakodate angekommen und das war im Fall so ein Kampf. Hierher kommen. Wir sind den ganzen Tag mit den Shinkansen durchgereist, eigentlich durch das ganze Land. Es war aber auch ein Erlebnis. Wir sind sogar durch einen Taifun durchgefahren mit dem Shinkansen. Und jetzt haben wir an der Rezeption vorher mitbekommen, dass hier in Hakodate lustigerweise auch ein Sommerfest ist. Und jetzt haben wir gedacht, wir gehen heute oben zusammen ein bisschen festen und schauen, was da so läuft. Ich bin sehr gespannt. Hey, wir sind jetzt gerade das Hotel wechseln. Hier in Hakodate haben wir jetzt hier außerhalb das Hotel, wo wir jetzt unsere Mission haben, nach Aomori zu gehen. Da hat es ein richtig cooles Sommerfest auch wieder. Unsere Mission ist nämlich hier alle Sommerfeste anschauen im Norden. Und jetzt fahren wir dann nachher gerade mal über und schauen mal, wie das Ganze wird. Das ist wirklich schon richtig, richtig cool. Das ist eines der beliebtesten, was es hier hat.
sind jetzt gerade in Mallorca angekommen und ich bin jetzt gerade im Hotel im Gang. Es ist sau leislich und ja, wir machen uns jetzt hier gerade auf den Weg zum Sommerfest auch hier. Wir sind gerade nur im Hotel am Aufnehmen, aber ich bin auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie das jetzt hier noch wird. Es wird richtig cool, weil die letzten sind richtig krass geworden und ich bin gespannt, wie das Ganze dann wird. So, wir sind jetzt hier in Sendai angekommen, wie ihr hier seht. Und um uns herum sind hier überall die Laternen am Abendhängen. Wir haben jetzt ein richtig tolles Sommerfest hinter uns. Und hier ist jetzt noch eins der letzten, die wir gesehen werden. Wir haben richtig coole Sachen vor hier. Aber jetzt lassen wir zuerst einmal die Stadt auf uns wirken.
So, wie ihr seht, wir sind auf der Büsi-Insel. Das Problem ist, man sollte es eigentlich eher Insekteninseln nennen, weil die ganze Zeit fliegen irgendwelche Käfer um uns herum. So richtig fette damit. Ah, ist gar nicht geil. Ja, die schlimmen. Aber wir sind jetzt auf dem Weg zum Schiff zurück. Und dann schauen wir mal. Aber wir haben auch ein paar Büsis gesehen. Wir sind schon viel zu lange unterwegs. Wir müssen um 5:30 aufstehen. Ja, wir sind müde. Und bei uns, dass es eine Büsi-Insel ist, So ist es gleich. dort ist ein Büsi. Ein Büsi. Wut, 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 wut. Schau, der beachtet uns nicht mehr. Büsi. Büsi POV. How to get Flöhe. Wie du am Büsi-Büsel bist.
So, wir sind jetzt hier in Tokio angekommen. Und Jasmin, was sagst du da zu deinen ersten Eindrücken? Es ist so eine Reizüberflutung hier Ja. mit all diesen Lichtern und Leuten. Definitiv. Also ich muss sagen, das Land ist so verblüffend, weil ich habe gedacht, ich habe jetzt so viel gesehen. Wir sind nicht so lange unterwegs gewesen. Und trotzdem bin ich immer noch überfordert. Aber es ist halt wirklich das Grand Finale von dieser 2-monatigen Reise, die wir jetzt hatten. Das ist richtig, richtig toll hier. Es ist richtig viel am Laufen, mega coole Leute, aber trotzdem reizüberflutet. Die Stadt ist wirklich nochmal next level. Also alles, was wir gesehen haben, ist wirklich, sind Sachen, die ich noch nie vorher so erlebt habe. Aber Tokio übersteigt das Ganze irgendwie nochmal. Also teilweise so nicht so raus, weil das einfach so viele neue Informationen für mich sind. Und das macht es unglaublich spannend, aber auch anstrengend. Okay, noch. So, hey, wir sind jetzt voll in diesem Großstadt-Fieberleben angekommen. Wir haben zum Beispiel gestern einen richtigen Auftrag für den Lukas. Und zwar sind wir aus Tokio eine Stunde rausgefahren, damit er eine Chiikawa-Uhr kaufen kann. Das war auf jeden Fall wild gewesen. Ja, wir haben jetzt auch schon, wir haben so viele Sommerfeste schon gesehen auf dieser Reise, aber jetzt auch sogar in Tokio haben wir wieder ein paar können einpacken. Es ist so cool, was jetzt dann auch noch kommt. Wir haben noch recht viele coole Sachen vor hier, aber jetzt bin ich wirklich gespannt, wie die Viertel hier werden. Es hat wirklich Viertel ohne Ende hier und Fläche ohne Ende, alles einfach in die Höhe geschossen. Und ja, es ist wirklich jetzt ein riesiger Kontrast im Vergleich zum Rest der Reise. Es war wirklich vorher eher naturlastig gesehen oder auch nicht so grosse Großstädte. Also schon gross, aber Tokio ist halt wirklich so eine
andere Größe da, wo man einfach ohne Ende Sachen machen kann. Und ja, wir schauen jetzt schon, dass wir noch ein bisschen hier Tempel und Natur genießen können. Aber es ist schon recht stadtlastig und es hat wirklich so viele Sachen hier zu machen. Also wir haben wirklich so viel zu tun. Ja, ich freue mich jetzt einfach noch, die Tage so richtig auf mich zu wirken lassen. Mit den ganzen Facetten und Vielfältigkeit von dieser Stadt. Ich glaube, es wird richtig, richtig cool, was jetzt noch auf uns zukommt. Ich bin jetzt bei dem Wort, das ist mein nächstes Kapitel. Das ist jetzt das letzte Mal, dass wir das machen. Ja, wir sind schon zurück. Aber es war so eine coole Reise gewesen. Wir haben so viele Sachen gesehen dort. 2 Monate lang. Und haben jede Ecke eigentlich gesehen vom Land. Die Sommerfeste in Tokio sind wir aktiv gesehen, wie weiß auch nicht was. Wir haben nicht so viel aufgenommen, aber es hat so viele Facetten gehabt mit einem Festival, wo wir sind schauen und nicht viel aufgenommen, aber dafür umso mehr erlebt. ja, das ist so. Und wir haben pro Tag eigentlich so viel erlebt und eigentlich so wenig kann man über einen Film eigentlich zeigen. Aber es ist wirklich so schön gewesen. Also es hat richtig Spass gemacht und es ist sicher nicht das letzte Mal, dass wir auf Asien gehen. Mhm. Aber das Kapitel ist jetzt mal fertig. Ja, leider. Und ich finde es richtig cool, wie das dann rauskommt, so mit dem Film. Ja. Ich freue mich auf das nächste Kapitel. Und bedient werden wir von Robotern. Mami, komm mich doch abholen. Ich weiß gerade nicht, wie
krass, die sind immer noch dort.